Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ride On with Friends. Mein Name ist Jürgen und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die regelmäßigen Zuschauer wissen es bereits. Im letzten Jahr habe ich spontan als Zweitmotorrad eine 30 PS Gelände-Enduro mit 300 Kubikzentimeter Hubraum gekauft, um im Wesentlichen auch Offroad zu fahren. Denn mit meiner großen BMW 1200 GS bin ich hauptsächlich auf der Straße unterwegs und traue mich nicht bei dem Gewicht alleine ins Gelände. Ja, ich weiß, GS bedeutet Gelände und Straße. Aber ich bin ein spätberufener Biker und kein Walle und kein Baller, die die GS auch perfekt im schwierigen Gelände beherrschen. Für mich bedeutet das Kürzel GS wie für die meisten BMW-Fahrer eher gute Straße. Viele YouTube-Videos haben aber Lust auf das Enduro-Fahren gemacht. Aber das Enduro-Wandern definiert das Enduro-Fahren auf einem vergleichsweise einfachen Gelände. Dies ist für mich als Anfänger im Gelände ein sehr großer Unterschied. Für einen Anfänger wie mich kann sich das Enduro-Wandern ausschließlich auf breiteren Schotterstraßen begrenzen. Für einen fortgeschrittenen Fahrer können es vielleicht auch mal Single-Trails sein, wenn er diese entspannt und ohne großen Kraftaufwand fahren kann. Man sieht also schon hier, dass es beim Enduro-Fahren relativ schwierig ist, klare Definitionen aufzustellen. Enduro-Wandern ist jedoch für eigentlich jeden Enduro-Fahrer die Definition von einfachem und lockerem Enduro-Fahren. Aber wo kann man in Deutschland und speziell vor der Haustüre legal Enduro fahren? Bei der Recherche stoße ich als erstes auf die Internetseite von TED, dem Trans-Euro-Trail, eine Sammlung von legal befahrbarer Offroad-Strecken in ganz Europa. 100.000 Kilometer Offroad-Strecken, von leicht bis sehr schwer. Schaut man auf der Karte sich Deutschland an, dann wird man allerdings als Süddeutscher enttäuscht. Nur im Norden von Ostfriesland bis zur dänischen Grenze und weiter nach Osten an die polnische Grenze gibt es eine ausgewiesene Route. In Bayern jedoch Fehlanzeige. In Bayern gibt es aber jede Menge legal befahrbare Wald- und Schotterwege, die man mit viel Aufwand im Internet oder auf alten Landkarten recherchieren kann. Aber dies ist sehr aufwendig, da die Strecken von den Enduro-Fahrern nur unter der Hand gehandelt werden, da man Streckensperrungen durch einen Enduro-Tourismus zu Recht vermeiden will. Bei der Recherche bin ich aber auf einen leidenschaftlichen Enduro-Fahrer vor meiner Haustür gestoßen, der seit mehr als 30 Jahren als aktiver Fahrer von Enduro-Rennen, zum Beispiel das Erzberg-Rodeo, und als zertifizierter BMW-Tourguide und Instructor unterwegs ist, dem Andi Rotballer. Andi, der unter dem Namen Ballerosso mit viel Engagement und Fleiß den bayerischen TED kreiert hat, veranstaltet Enduro-Touren für wohltätige Zwecke im In- und Ausland. Für alle, die das auch interessiert, blende ich mal seine Homepage ein, da kann man dann auch alles nachlesen. www.ballerosso.de. Unter dem Motto Bayern mal ganz anders erleben, habe ich Anfang des Jahres direkt vor meiner Haustür, etwa 30 Kilometer nördlich von München, eine zweitägige Tour bei Andi gebucht. Obwohl ich seit mehr als 25 Jahren hier wohne, habe ich noch nie so tolle, legale, geschotterte Ortsverbindungsstraßen, Waldwege und kleine asphaltierte Nebenstraßen erfahren. Andi kennt sie alle und nicht nur im Landkreis München. Natürlich kommen die Tipps zum besseren Enduro-Fahren unterwegs bei ihm nicht zu kurz. In einer kleinen heterogenen Gruppe mit unterschiedlicher Geländeerfahrung und Hubräumen sind wir mit Andi auf den Spuren vom berühmt-berüchtigten Räuber Kneißl unterwegs. Die Stimmung ist super, denn der Spaß am Enduro-Wandern einigt uns und das sieht man nicht nur an den Stollenreifen unserer Maschinen. Für mich ist das ein Mikroabenteuer direkt vor der Haustüre.
Ich bin begeistert, auch wenn es als Enduro-Anfänger körperlich am Anfang anstrengend ist, bis zunehmend die richtige Fahrtechnik von Andi vermittelt wird. Pausen werden von Andi regelmäßig eingeplant. Zwischendurch gibt es auch einen Cappuccino beim Italiener und natürlich mittags eine Einkehr in einem typisch bayerischen Wirtshaus. Natürlich mit alkoholfreiem Bier, wo Andi über seine Touren in ganz Europa berichtet, oder Guido Koch, der Entwickler und Hersteller des weltweit einzigartigen Allradmotorrads. Die 2 Tage Enduro-Wandern mit Andi über Stock und Stein haben mir sehr viel Sicherheit gegeben. Ich bin zwar noch immer ein Enduro-Anfänger, auch nach 20 Jahren Straßenerfahrung, aber die Erkenntnis und das Selbstvertrauen ist gereift, dass ich meine Offroad-Solo-Tour ins Friaul im September antreten kann. Eine sinnvolle Investition werde ich jedoch noch tätigen. Ich kaufe mir noch ein Camelback, denn mein Flüssigkeitsverlust war enorm und jedes Mal anhalten und nach der Flasche greifen ist suboptimal und stört meinen Flow. Zusammengefasst kann ich euch die Touren von Andi sehr empfehlen und es ist auch für einen guten Zweck. Er macht das als erfahrener Tourguide und Enduro-Fahrer sehr professionell und der Spaß kommt auch bei ihm nicht zu kurz. Danke Andi für das Erlebnis vor meiner Haustüre. Man muss nicht weit reisen, um ein Offroad-Erlebnis zu haben. Aber eines habe ich auch mitgenommen. Der geheime bayerische TED, oder wie ich ihn mittlerweile nenne, Trans-Bavarian Trail, ist bei dir in guten Händen und es ist auch gut so, dass ihn nur Insider kennen. So haben wir noch lange Spaß an unserem Hobby.